Der Glatter-Fertigkeller entsteht zunächst am Computer und auf Papier mit der Erstellung der Pläne für die Wandelemente. Der Schalungsroboter scannt den Schaltisch, räumt die alten Abschaler zur Seite und säubert dann die Fläche. Ein computergesteuerter Plotter zeichnet anhand der CAD-Daten die neuen Abmessungen und Einbaupositionen von Fenstern und Abschalelementen maßgenau auf den Schaltisch. Anschließend verlegt der Schalungsroboter die Abschalelemente millimetergenau auf dem Schaltisch und befestigt sie mittels Magneten. Der Schaltisch fährt vollautomatisch zur nächsten Station. Hier werden alle notwendigen Aussparungen, Installationsöffnungen, Holzabschalungen sowie Fensterzagen und Elektrodosen auf die vom Plotter eingezeichneten Positionen platziert. Nach dem Prüfen der Abmessungen und erneuter Säuberung und Einölen des Schaltisches wird er zur vollautomatischen Bewährungsstation gefahren. Dort schneidet der Bewehrungsroboter anhand der vorliegenden Statik die erforderliche Stahlbewehrung ab und platziert sie auf dem Tisch. Auch die Gitterträger zum Verbinden der beiden Wandplatten werden vollautomatisch über die Bewehrung gelegt. Die Lagesicherung des Gitterträgers erfolgt mit einer Fixierklammer. Weiter geht es bei der ebenfalls automatischen Betonierstation. Der speziell in der eigenen güteüberwachten Mischanlage hergestellte Beton wird exakt auf dem Schaltisch verteilt. Vorhandene Einbauteile werden automatisch ausgespart. Danach wird der gesamte Schaltisch mit Vibrationsmotoren geschüttelt, sodass der frische Beton ausgezeichnet verdichtet wird. Dadurch werden exzellent glatte Wandoberflächen erzielt. Die erste fertige Wandschale wird jetzt in die Härtekammer gefahren. Dort herrscht eine Temperatur von ca. 40 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von etwa 80 bis 90%. Dieses ideale Klima beschleunigt den Trocknungsprozess des Betons. Nach 8 bis 10 Stunden ist die Wandplatte ausgehärtet. Währenddessen wird die zweite Platte vorbereitet und auf Position gefahren. Sie wird ebenfalls gerüttelt, um eine perfekt glatte Oberfläche auf der späteren Außenseite zu erhalten, und die Aussparungen für Fenster und Installationsöffnungen werden herausgenommen. Derweil wird die erste Wandplatte fürs Wenden gesichert und zur richtigen Position gebracht. Die bereits ausgehärtete Wandplatte wird nun in die noch feuchte Betonplatte gelegt, wobei die Gitterträger die Verbindung zwischen den Platten herstellen. Dann wird das gesamte Wandelement wieder in die Härtekammer gefahren. Nach weiteren 8 bis 10 Stunden wird die vollständige Wand zum Verladen auf den LKW gebracht. An der Baustelle angekommen, werden die Wandelemente mit einem Kran vom LKW gehoben und an die entsprechende Stelle befördert.
Zuerst werden die Kelleraußenwände aufgebaut. Die Monteure stellen sicher, dass die Wände nicht nur richtig platziert werden, sondern auch gestützt sind, bis die Innenwände eingebaut werden. Natürlich wird dabei immer genau nachgemessen, ob auch wirklich alles passt. Anschließend werden die Kellerinnenwände genau nach Plan versetzt. Wenn Außen- und Innenwände stehen, können die Filigrandecken verlegt werden. Der letzte Schritt ist die Betonage der Kelleraußenwände und Decke. Auch hier wird der Beton eingebaut, gerüttelt und geglättet. Zwischendurch wird die Höhe des Betons mittels Lasertechnik gemessen und gegebenenfalls angepasst, damit eine ebene Kellerdecke entsteht. Und fertig ist der Glatthaarkeller.